States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. These are barbaric people, servants of evil, the cult of evil. A monumental struggle of good versus evil. But good will prevail. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir eine dramatische Eskalation amerikanischer Militärschläge erlebt. Entschieden und geplant wurden sie von einer kleinen politischen Elite in Washington, die meist von geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen geleitet war. Diese wahren Hintergründe gelangten nur mit Hilfe von durchgesickerten Informationen an die Öffentlichkeit. Und das oft Jahre nachdem die Bomben gefallen und die überlebenden Soldaten nach Hause zurückgekehrt waren. Zu dem Zeitpunkt, als die Raketen abgeschossen und die Truppen ins Feld geschickt wurden, präsentierte man dem amerikanischen Volk bestenfalls Halbwahrheiten und verschwieg die wahren Gründe und Ausmaße der Militäraktionen. Immer wieder die gleiche Strategie. Manipulation statt Information. Propaganda statt Aufklärung. Während ich mir die Geschichte anschaute, beschlich mich immer mehr das Gefühl, dass sich zwar die Namen der Länder änderten und die Situationen auch irgendwie unterschiedlich waren, aber es gab immer auffällige Parallelen. So gut wie nie fällt ein Krieg einfach so vom Himmel. Die Grundlage muss gelegt und der Fall konstruiert werden. Und oft werden wir dabei betrogen. Da haben wir den Vergleich mit Hitler. We're dealing with Hitler revisited. Bin Laden and his terrorist allies have made their intentions as clear as Lenin and Hitler before them. Es gibt keine Informationen, um die Bilder richtig einzuordnen. This mad dog of the Middle East, I find he's not only a barbarian, but he's flaky. The drug-related, indicted dictator of Panama. Saddam Hussein is a homicidal dictator who is addicted to weapons of mass destruction. Aldous Huxley hat gesagt, es ist oft überzeugender, Dinge wegzulassen, als direkt zu lügen. Oft hat die US-Regierung den Diktatoren, die sie stürzen will, vorher selbst an die Macht geholfen. Erwähnt man das also nicht, ist es eine effektive Form der Propaganda. Diese Art der Propaganda, verstärkt durch Appelle, die Angst schüren, ist Teil eines größeren Vorkriegsmusters. Man suggeriert, die USA wird nur im äußersten Fall zur Gewalt greifen. We still seek no wider war. The United States does not start fights. America does not seek conflict. I don't like to use military force. Our nation enters this conflict reluctantly. Widerwillig und nur mit dem hehren Ziel, Freiheit und Demokratie für die ganze Welt. We want nothing for ourselves, only that the people of South Vietnam be allowed to guide their own country in their own way. Die demokratische Rhetorik soll die Leute überzeugen, dass manchmal auch unangenehme Dinge getan werden müssen. So muss man im Namen der Demokratie auch schon mal andere Länder bombardieren. The United States has been engaged in an effort to stop the advance of communism in Central America by doing what we do best, by supporting democracy. Je öfter es gesagt wird, desto richtiger scheint es. Our cause of liberty, our cause of freedom, our cause of compassion and understanding. People want democracy, peace, and the chance for a better life in dignity and freedom. We want to lift lives around the world, not take them.
Es sind perfide Methoden. Sie sollen uns zu Tränen rühren. We must get the Kosovar refugees home safely. Minefields will have to be cleared. Homes destroyed by Serb forces will have to be rebuilt. Homeless people in need of food and medicine. Die Botschaft lautet, Amerika darf nicht so selbstsüchtig sein. Wir müssen anderen helfen. Am Ende schaffen sie es, das Bombardieren von Menschen wie ein Akt der Nächstenliebe aussehen zu lassen. We maintain our strength in order to deter and defend against aggression, to preserve freedom and peace. No one, friend or foe, should doubt our desire for peace. The United States wants peace. We seek peace. We strive for peace. Alle Präsidenten der letzten 50 Jahre haben uns erzählt, dass sie keinen Krieg wollen. I pledged in my campaign for the presidency to end the war in a way that we could win the peace. I still think we ought to take the dice off now. I think to let brown people get around about 200 people. Well, no, I'd rather see some nuclear bomb if you got that ready. And that, I think, would just be too much. The nuclear bomb, that probably. I just want you to think big, Henry, for Christ's sake. Secretary of State Powell will present information and intelligence about Iraq's illegal weapons programs, its attempts to hide those weapons from inspectors, and its links to terrorist groups. Der Höhepunkt der Propagandalügen ist erreicht, als Außenminister Colin Powell am 5. Februar 2003 vor der UN-Vollversammlung Bericht erstattet. Saddam Hussein's intentions have never changed. He is not developing the missiles for self-defense. These are missiles that Iraq wants in order to project power, to threaten, and to deliver chemical, biological, and, if we let him, nuclear warheads. Der US-Presse fiel darauf nichts Besseres ein, als begeistert zu applaudieren. There's irrefutable, undeniable, incontrovertible evidence today. Colin Powell brilliantly delivered that smoking gun today. Colin Powell's outstanding today. I mean, it was lockstep. It was so compelling. I don't see how anybody at this point cannot support this effort. It was devastating. I mean, and overwhelming abundance of the evidence. Point after point after point. He just flooded the terrain with data. I think case is closed. This is the beginning of the shock and awe campaign. According to one official, this is going to be the entire 9 yards. Während der letzten 5 Jahrzehnte haben wir eine Reihe von militärischen Interventionen erlebt. Unser Militär ist einmarschiert, hat Länder bombardiert und sie über lange Zeit besetzt gehalten. Immer wurde uns gesagt, es geschehe mit hehren Absichten, und immer wieder haben junge Amerikaner und zahllose andere Menschen mit ihrem Leben dafür bezahlt. All das gilt auch heute noch. Die Dynamik ist immer dieselbe, bei der Besetzung des Iraks oder bei möglichen Zielen wie dem Iran. Und die Zukunft wird dasselbe bringen, wenn wir nicht begreifen, wie der Krieg in unsere Köpfe gepflanzt wird. Die Medien haben geglaubt und uns glauben gemacht, dass die Außenpolitik vom Präsidenten gemacht werden sollte. Dieser kluge Kopf im Oval Office hat alle Informationen. Er weiß mehr als wir. Das amerikanische Volk spielt keine besondere Rolle.
Es hat nicht die Fähigkeit, mit so einer Situation umzugehen. Das gilt für den Vietnamkrieg, aber auch für spätere Konflikte. Im Kongress hat es immer wieder einzelne Stimmen dagegen gegeben, aber sie fanden keine Plattform in den Medien. Auch wenn heute klar ist, dass sie richtig lagen. However difficult this vote may be, some of us must urge the use of restraint. Our country is in a state of mourning. Some of us must say, let's step back for a moment. Let's just pause just for a minute. And think through the implications of our actions today so that this does not spiral out of control. As we act, let us not become the evil that we deplore. Thank you, and I yield the balance of my time. Gentlewoman's time has expired. And this is a very common motif of history in the Es hat immer wieder Menschen gegeben, die als Außenseiter abgetan wurden, weil sie nicht mit dem Strom schwimmen wollten. Oft hat sich herausgestellt, dass sie als Einzige den historischen Moment richtig eingeschätzt haben. We gotta back our president. Since when? Do we have to back our president, or should we, when the president is proposing an unconstitutional act? The best example is Wayne Morse, the senior senator Das beste Beispiel ist Senator Wayne Morse. 1964 schwamm er gegen den Strom des gesamten Kongresses. Morse sprach der US-Regierung das Recht ab, den Krieg gegen Vietnam überhaupt anzufangen. Denn, so sagte er, es ist Sache des amerikanischen Volkes, über die Außenpolitik zu entscheiden. Senator, the Constitution gives to the President of the United States the sole responsibility for the conduct of foreign policy. Couldn't be more wrong. You couldn't make a more unsound legal statement than the one you have just made. This is the promulgation of an old fallacy that foreign policy belongs to the President of the United States. To whom does it belong then, Senator? Belongs to the American people. All right, and our constitutional fathers made it very clear. Where does the President fit into this in the responsibility scale? What I'm saying is, under our Constitution, all the President is the administrator of the people's foreign policy. Those are his prerogatives. And I'm pleading that the American people be given the facts about foreign Senator, policy. That the American people cannot formulate and execute foreign policy? Why, you're a man of little faith in democracy if you make that kind of announcement. I have complete faith in the ability of the American people to follow the facts if you'll give them. It isn't and my a lack charge of against faith, my Senator. government is we're not giving the American people the facts. And that's a kind of faith in democracy. Dieses Vertrauen in die Demokratie ist in Washington nicht sehr verbreitet. Aber es ist eine gute Auslegung unserer Verfassung und eine gute Definition von Demokratie. Der bekannte amerikanische Journalist I.F. Stone hat einmal gesagt, dass alle Regierungen lügen und man ihnen nie glauben sollte. Stone meinte nicht, dass die Regierungen immer lügen. Aber wir sollten nie glauben, dass das, was eine Regierung uns sagt, automatisch wahr ist. Denn wir haben die Verantwortung, hinter die Fassade zu blicken. Wenn wir die Tricks durchschauen, mit denen man versucht, das Schlachten schön zu reden, dann hat der Wahnsinn des Militärs, wie Martin Luther King es nannte, keine Chance. Wenn wir erkennen, wie viel Leid das Blutbad bedeutet, können wir den Lauf der Dinge ändern. Aber die Suche nach der Wahrheit ist nicht leicht und braucht unsere ganze Hingabe. But it's not going to be easy, and it will require dedication to searching for truth.